Willkommen bei Bayern News und Liga Insider. Wir blicken auf Leroy Sané, da dieser wohl super unzufrieden beim FC Bayern München ist und den Verein angeblich verlassen wird. Dann schauen wir auf die neuen strengen Regeln, die Trainer Kompany beim FC Bayern eingeführt hat. Des Weiteren gibt es Berichte, die sagen, dass die Münchner die aktuellen Punktverluste für den neuen Spielstil in Kauf nehmen. Und zum Abschluss wurde aktuell bekannt gegeben, dass der FC Bayern die Pole Position im Jonathan Tah Poker verloren hat. Hier wird es richtig spannend. Liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen, somit supportet ihr unseren Kanal und verpasst keine weiteren Folgen mehr. Wir bedanken uns und starten in die aktuelle Folge. Bleibt dran. Sané scheint wohl doch unzufriedener in München zu sein, als bisher angenommen. Plant er seinen Abschied vom FC Bayern? Der Flügelspieler Leroy Sané musste sich in dieser Saison meist mit einem Platz auf der Bank und kurzen Einsätzen zufrieden geben. Laut Berichten plant der deutsche Nationalspieler deshalb, den FC Bayern nach der aktuellen Spielzeit in Richtung Spanien zu verlassen. Nach dem frühen Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft musste sich Sané einer Leistenoperation unterziehen, weshalb er in den ersten Spielen der neuen Saison, darunter das DFB-Pokalspiel gegen Ulm und die Bundesliga-Partien gegen Wolfsburg und Freiburg, nicht im Kader stand. Erst mit dem Auswärtsspiel in Kiel kehrte Sané ins Aufgebot zurück, kam jedoch nicht zum Einsatz. Danach folgten einige Kurzeinsätze gegen den SV Werder Bremen, Bayern 04 Leverkusen sowie in der Champions League gegen Zagreb und Aston Villa. Beim jüngsten 3:3 Unentschieden gegen Frankfurt verbrachte er die gesamte Partie auf der Bank. Aktuell setzen die Münchner auf die formstarken Spieler Serge Gnabry und Sommerneuzugang Michael Olise. Darüber hinaus drängen auch Thomas Müller, Mathys Tel und Kingsley Coman auf Einsatzzeiten, wodurch der Konkurrenzkampf, insbesondere durch den stark aufspielenden Olise, weiter verschärft wurde. Der Linksfuß hat in seinen ersten 9 Pflichtspielen bereits 6 Tore erzielt. Da Trainer Vincent Kompany momentan offensichtlich kaum auf Sané setzt, soll dieser laut der katalanischen Zeitung El Nacional ernsthaft einen ablösefreien Abgang im Sommer erwägen. Der FC Barcelona und Ex-Bayern-Trainer Hansi Flick sollen dem Bericht zufolge starkes Interesse haben. Neben Barca sollen auch englische Topclubs wie Liverpool, Arsenal und Manchester United, aber auch der FC Chelsea an Sané interessiert sein. Ebenso sollen Paris Saint-Germain und Juventus Turin mögliche Optionen sein. Sané soll jedoch Barca bevorzugen. Beim aktuellen Tabellenführer der La Liga soll der Sportchef und Präsident persönlich von einem Transfer überzeugt sein. Flick habe bei den Clubverantwortlichen den Wunsch geäußert, erneut mit seinem ehemaligen Spieler zusammenarbeiten zu wollen. Zwar müsste Barca keine Ablöse zahlen, doch Sanés Gehalt in Höhe von ca. 20 Millionen Euro pro Jahr könnte eine Herausforderung darstellen. Was sind eure Gedanken dazu? Glaubt ihr, dass Sané gehen wird im nächsten Sommer oder doch bei den Bayern verlängert? Laut einem aktuellen Bericht greift Kompany wohl hart durch und führt strenge Regeln für die FC Bayern-Stars ein. Um seine Autorität im Team zu festigen, hat er klare Richtlinien für Disziplin und Pünktlichkeit eingeführt. Von den Verantwortlichen wurden die Regeln sehr positiv aufgenommen und sollen helfen, die Gruppe enger zusammenzuschweißen. Ja, und ganz besonders wird hier ein Augenmerk auf die Pünktlichkeit gelegt, denn wer zu spät zum Training kommt, der muss laut Bild keine Strafe zahlen, sondern muss stattdessen bis zum Ende des Nachmittags auf dem Trainingsgelände bleiben, und zwar genauso lange wie der Trainer selbst. Denn normalerweise verlassen die Spieler so ungefähr gegen 13 Uhr das Vereinsgelände nach der Vormittagseinheit und Kompany selbst ist oft bis 16 Uhr noch vor Ort. Aber auch zu den Videoanalysen sollen die Spieler auf keinen Fall zu spät kommen, denn ansonsten dürfen sie an den Sitzungen nicht mehr teilnehmen. Also die Botschaft ist hier ganz klar, Pünktlichkeit ist keine Option, sondern muss zwingend eingehalten werden. Des Weiteren berichtet die Sportbild auch, dass es eine klare Regel gibt, wie die Startaufstellung verteilt wird. Hier gibt es wohl eine interne WhatsApp-Gruppe, über die Kompany zwar den Kader bekannt gibt, jedoch keine genaue Startaufstellung. Falls es einmal zu heiklen Entscheidungen kommt, informiert der Trainer die betroffenen Spieler persönlich, bevor die allgemeine Bekanntgabe erfolgt. Ja, demnach erfuhr Leon Goretzka natürlich persönlich von Kompany die Info am 3. Spieltag, dass er nicht berücksichtigt wird. Hier geht es also nicht nur um die Transparenz an sich, sondern vor allem auch um Vertrauen und Respekt zwischen Kompany und den Spielern. Hier soll also ein Arbeitsumfeld geschaffen werden mit klaren Richtlinien, in dem jeder Spieler auch für sich selbst verantwortlich ist und die Verantwortung übernimmt für sein Verhalten. Disziplin ist also ein fester Bestandteil des Teamgeistes. Wir werden erst nach der Länderspielpause herausfinden, wie sich die strenge Linie des Trainers auf die Leistung des FC Bayern München in den nächsten Spielen, aber vor allem im nächsten Spiel gegen den VfB Stuttgart auswirkt. Nun wird berichtet, dass Punktverluste beim FC Bayern durch die neue Spielweise in Kauf genommen werden. Der FC Bayern musste in letzter Zeit einige Rückschläge verkraften, doch Lothar Matthäus sieht darin keinen Grund zur Sorge. In seiner Kolumne für Sky betont der deutsche Rekordnationalspieler, dass die Schwierigkeiten unter Trainer Vincent Kompany einkalkuliert seien und es positive Ansätze im Spiel der Bayern gebe.
Nach dem dritten sieglosen Spiel in Folge, darunter das 3-3 gegen Frankfurt, hebt Matthäus besonders die Balance zwischen Offensive und Defensive als zentrale Baustelle hervor. Trotz deutlicher Überlegenheit lässt die Chancenverwertung der Münchner zu wünschen übrig, während die Abwehr anfällig für schnelle, vertikale Angriffe der Gegner ist. Wenn Bayern es nicht schafft, defensiv stabiler zu sein, wird es schwer, die gewünschten Ergebnisse einzufahren, so Matthäus. Im Fokus stehen dabei vor allem die Innenverteidiger Min-Jae Kim und Upamecano. Matthäus betont, dass die Bayern Probleme haben, wenn es den Gegner gelingt, tiefe Pässe hinter die Abwehrreihe zu spielen. Matthäus betont, dass die Bayern Probleme haben, wenn es den Gegnern gelingt, tiefe Pässe hinter die Abwehrreihe zu spielen. Hier müsse das Team besser agieren, um gefährliche Situationen zu vermeiden. Der Weg ist richtig, aber es braucht mehr Konsequenz. Trotz der defensiven Schwächen sieht Matthäus in Kompany Spielweise auch großes Potenzial. Der Ansatz ist gut, die Mannschaft spielt dominant, aber sie müssen ihre Chancen besser verwerten und vor dem Tor abgezockter sein. Er fordert mehr Effizienz im Abschluss, um die spielerische Überlegenheit in Tore umzumünzen. Für Matthäus besteht kein Grund zur Panik. Vielmehr befinde sich das Team in einer Phase, in der an Details gearbeitet werden müsse, um langfristig große Erfolge zu erzielen. Wenn Bayern ihre offensive Spielweise beibehält und gleichzeitig schafft, die Defensive zu stabilisieren, werden sie wieder an die Spitze zurückkehren, schließt Matthäus ab. Schreibt gerne eure Kommentare zu der aktuellen Spielweise, aber vor allem zu der Aussage, dass Punktverluste in Kauf genommen werden, gerne einmal in die Kommentare. Anscheinend verliert der FC Bayern München die Favoritenrolle im Jonathan-Tah-Poker, denn Real Madrid steigt in diese Transfergeschichte mit ein. Obwohl sich der FC Bayern vergangenen Sommer mit Jonathan Tah bereits einig war, ging der Rekordmeister am Ende leer aus. Wie nun bekannt wurde, ist der deutsche Nationalspieler europaweit heiß begehrt und die Münchner haben ihre frühe Favoritenrolle offenbar eingebüßt. Spätestens im Sommer 2025 dürfte Tah jedoch wieder ein brisantes Thema für den FC Bayern werden. Der Innenverteidiger hat angekündigt, seinen auslaufenden Vertrag bei Leverkusen nicht zu verlängern, um eine neue Herausforderung zu suchen. Nach Informationen von Sky bleibt Bayern an Tah interessiert, doch die Konkurrenz wächst. Neben dem FC Barcelona haben auch mehrere Clubs aus der Premier League den 28-Jährigen ins Visier genommen, was den Kampf um seine Verpflichtung erschwert. Holt Madrid jetzt etwa Tah und Davies ablösefrei nach Spanien? Denn auch in Spanien selbst gibt es Berichte, dass Real Madrid Jonathan Tah als potenziellen Neuzugang im Sommer 25 ins Auge gefasst hat. Der Transferexperte Ramon Alvarez de Mon berichtet, dass Tah auf Reals Wunschliste steht. Darüber hinaus könnte Real Madrid einen weiteren Bundesliga-Star ablösefrei verpflichten, Alphonso Davies. Sollte der kanadische Außenverteidiger seinen Vertrag beim FC Bayern nicht verlängern, könnten Tah und Davies gemeinsam nach Madrid wechseln. Besonders spannend ist die Möglichkeit, dass Tah bei Real Madrid mit seinem DFB-Kollegen Antonio Rüdiger ein starkes Innenverteidiger-Duo bilden könnte. Ein entscheidender Faktor könnte die Trainerposition bei Real sein. Xabi Alonso, derzeit Tahs Coach bei Leverkusen, gilt als möglicher Nachfolger von Carlo Ancelotti, was einen Wechsel für Tah noch attraktiver machen würde. Schreibt eure Gedanken dazu gern einmal unten in die Kommentare. Das war's bis zu diesem Zeitpunkt mit den aktuellen News. Hinterlasst ein Like, Kommentar und ein Abo, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bayern News und Bundesliga Insights.